Wie jedes Jahr lockt die Hirschbrunft in Ungarn. In diesem über 18.000 Hektar großen Staatsrevier wird der Tourismus professionell gelenkt. Forstliche Aktivitäten sind während der Brunft, wenn überhaupt, auf die Außenbereiche des Reviers beschränkt und beeinträchtigen die Jagd in keinster Weise. Ein Miteinander zwischen Jagd, Forst und Tourismus, das als Vorbild für andere Länder dienen könnte. Am ersten Abend genießen die Jäger den Anblick von Rotwild auf den Wildäckern. Manche Hirsche nehmen es noch gelassen, während andere schon bei ihren Rudeln stehen und bereit sind, diese gegen Konkurrenten zu verteidigen. Auch der eine oder andere mittelalte Hirsch hat Kahlwild um sich geschart, wohl wissend, dass er es nicht über die gesamte Brunftzeit gegen den Platzhirsch verteidigen kann. Der Kronen-14-Ender, der sich auf einige hundert Meter nach Sonnenuntergang zeigt, weckt Interesse, und so beschließen die Jäger, einen näheren Blick auf ihn zu werfen. Die Nacht bricht herein und ein Ansprechen ist nicht mehr möglich. So geht es mit wunderschönen Eindrücken zurück ins Jagdhaus. Während der Brunft kommt es immer wieder zu erbitterten Brunftkämpfen zwischen annähernd gleich starken Hirschen. Manchmal gehen diese Kämpfe für einen der beiden Gegner tödlich aus. Die Jäger waren noch nicht lange am Ansitz, als sich ein kapitaler, reifer Rothirsch mit seinem Rudel zeigt. Die Entfernung ist mehrere hundert Meter und zwischen den Jägern und dem Hirsch steht ein Tier mit seinem Kalb, die ein unbeobachtetes Heranpirschen unmöglich machen. Plötzlich kommt Dramatik hinzu. Der Kapitale wird von einem etwas geringeren Hirsch, der aber zum Kampf bereit ist, herausgefordert. Wenige Sekunden später kommt es zum erbitterten Gegeneinander. Der Kampf dauert nur wenige Minuten. Der Kapitale geht als Sieger hervor und darf sein Rudel behaupten. Die Pirsch beginnt. Das Tier mit seinem Kalb hat uns wahrgenommen und flüchtet in Richtung des Kapitalen. Weitere Hirsche sowie ein Tier mit 2 Kälbern eräugen die Jäger während der Pirsch und nehmen den Kapitalen und sein Rudel mit in den sicheren Einstand. Zwei Tage später fahren die Jäger wieder in den Revierteil, wo der Kapitale seine Fährten zieht. Am Hochsitz angekommen, ahnen die Jäger noch nicht, was sich wenig später ereignen würde. Auf mehr als einem Kilometer erblicken die Jäger einen Hirsch, der gerade auf die Wildwiese im Tal austritt. Nach intensivem Ansprechen, soweit es auf diese Entfernung möglich ist, erkennen die Jäger das unnatürliche Verhalten, bei dem sich der Hirsch immer wieder im Kreis dreht und unsicher auf den Läufen wirkt.
Die Birsch geht vorsichtig durch den lichten Eichenbestand und immer wieder versuchen die Jäger, den Hirsch nicht aus den Augen zu verlieren. Was der Grund für sein auffälliges Verhalten ist, wird sich hoffentlich bald zeigen. Ein geeigneter Platz ist gefunden. Die Gewehrauflage in der Astgabel ist optimal und nun heißt es, Ruhe zu bewahren und zu versuchen, einen sauberen Schuss anzubringen. Der Hirsch ist immer noch über 300 Meter entfernt und immer in Bewegung. Das Leid des Hirschen ist förmlich zu spüren, aber auch zu sehen. Langsam kommt er näher und endlich in Schussdistanz. Nur ein Anrühren stoppt den Hirsch und setzt seinem Leid ein Ende. Super. Hier glaubst du, dass wir aus anderem Stoff getroffen? Nichts gekommen. Das ist gefackelt heute. Ne? Eindeutig. Hier Spieß und hier kaputt schon lange. Was der für Verletzungen. Wahnsinn. Rechtes Licht kaputt und linkes Licht ganz frisch. Ebenso. Der Hirsch war blind und deshalb ist er komplett in den Kreis gegangen und hat überall frische Forkelverletzungen. Weitgerechtes Jagen bedeutet unter anderem, dem Leid von Wildtieren, wenn sie krank sind oder wie in diesem Fall im Brunftkampf verletzt werden, ein rasches Ende zubereiten. Statt dem Kapitalen konnten die Jäger einen geforkelten Hirsch erlegen. Die Trophäe ist ein Erinnerungsstück, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hier erinnert uns die Trophäe, so oft wir sie an der Wand betrachten, an wunderschöne Jagdtage in der Natur und dieses einzigartige Erlebnis, bei dem der Erleger dem Tierleid ein Ende setzte. Danke schön, mein Herr.